Moin Moin zusammen. Herzlich willkommen aus Oslo, der Hauptstadt von Norwegen. Wir sind ein paar Tage hier auf quasi Durchreise, weil wir fliegen weiter nach... Wird noch nicht frei. Achso, na gut. Wir haben gerade Glück, und zwar wir sind hier Ende November und es liegt ein bisschen Schnee. Norwegen in der Vorweihnachtszeit ist natürlich toll. Vieles ist schon geschmückt und beleuchtet. Ihr seht hinten einmal das Opernhaus, sieht besonders futuristisch aus. Dann da hinten ist das Munch-Museum. Genau, Munch ist ja Edvard Munch, ein großer Künstler, hat sehr viel gemalt etc. Dann sind wir hier direkt am Wasser. Wir sehen hier einmal, dass man da Fjordfahrten machen kann mit dem Boot, alle 2 Stunden, ne? 10, 12, 14 Uhr etc. Geht's dann los. Was kostet's? Ich glaube 420 pro Erwachsenen Kron. Ja, 420 genau. Kron. Norwegen gehört nicht zur EU, hat aber ein Schengener Abkommen. Das heißt also, man kann ohne Personenkontrolle hier einreisen, aber es wird auch nicht mit dem Euro bezahlt, sondern die norwegische Krone. Zur anderen Seite hier direkt ist der Hauptbahnhof da hinten, also alles zentral bei. Vieles ist fußläufig zu erreichen, das ist das Schöne. Deswegen würden wir sagen, gehen wir direkt mal los und zeigen euch was und erzählen ein bisschen was dazu. Wer guckt sich die Fjorde an? Ja, spontan haben wir uns für die Fahrt entschieden. Geht 1,5 Stunden und sind natürlich sehr gespannt. Mal gucken. Was ist da? Apfelkuchen. Apfelkuchen gegen Seekrankheit. Da gibt's einen Glühwein So in der Art, ja. mit Schuss. Wie schmeckt der? Ja? Schmeckt er wie Glühwein? Bisschen, ja. Bisschen? Süß. Glaube ich, muss den mal probieren. So, dann zum Wohl. Ja, wir haben die Fahrt genossen, 1,5 Stunden. Ja. Super cool. The Fjord. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Personal ist wirklich super nett. Und du kriegst hier Getränke und tolle Ausblicke vom Wasser aus. So, jetzt geht's. Sehr kurzweilig. Genau. Auf Schusters Rappen geht's jetzt weiter. Jetzt gehen wir mal. Den Rest müssen wir jetzt leider zu Fuß abklappern. Kriegen wir aber hin. Auf so einer Matte kann man da runterrutschen. Spaß für Groß und Klein, ja. Ist cool, dass es hier so eine Übersichtskarte gibt, ne? Ja. Kann man sich orientieren. Sehr gut. Und ein traditionelles Kinderkarussell. Mit Eisbahn sogar hier. Cool. Voll gut. Ein Riesenrad. Hier. Na? Na, hast du dir schon einen ausgesucht?
leisten. Oslo hat etwas über 700.000 Einwohner, wenn es um den Stadtkern geht. Also ungefähr so in der Größe von Frankfurt am Main, so circa um und bei, dass man mal eine Vorstellung hat. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Gelände von der Akershus Festung. Richtig schön hier. Ist auch ein besonderer Flair, besondere Atmosphäre hier im Winter. Richtig schön. Eintritt ist frei, das ist immer ganz gut. Ansonsten ist Oslo ja relativ teuer. Und ist immer ganz schön, wenn man dann was hat, was besichtigen kann, was eben nichts kostet oder wenig. Endlich am Rathausplatz angekommen. Also ist ein kurzer Fußweg nur von der Akershus Festung. Sehr imposant auf jeden Fall. Es gibt lecker Futter. Sieht gut aus. Ja, ne? Und einmal Spaghetti. An dieser Stelle wollen wir euch gerne mal das Hotel vorstellen, in dem wir untergekommen sind. Citybox Oslo, nur 3 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wir haben ein ganz normales Doppelzimmer, wie man hier sieht. Es ist nicht groß. Man sieht hier links unsere Handgepäckkoffer. Die kann man aber auch unter dem Bett verstauen, dann hat man ein bisschen mehr Platz. Wir hätten uns noch eine zweite Sitzgelegenheit gewünscht, aber ansonsten war eigentlich alles okay. Ganz normales Duschbad hier, wirklich nichts Besonderes. Es gibt aber unten eine Wasch- und Trockenmöglichkeit, das fanden wir ganz gut. Und einen großen Aufenthaltsbereich, wo man wirklich sitzen konnte. Direkt angegliedert an dem Hotel ist ein Café-Restaurant. Da kann man entweder à la carte essen oder die haben aber auch ein gutes Frühstücksbuffet. Wir fanden es da wirklich ganz nett, weil der Charme des Cafés ist wirklich ganz gut. Und ja, uns hat es da wirklich gut gefallen. Wir haben da gerne gefrühstückt. Gestern hat es leider den ganzen Tag geregnet. Wir hatten 2 Tage in Oslo. Einer war verregnet, konnten wir leider nicht raus. Heute geht es schon wieder Richtung Flughafenhotel. Wir haben dafür den Expresszug, haben ein Ticket gekauft. Und ja, jetzt sind wir hier direkt schon an der Zentralstation, also am Hauptbahnhof und nehmen den Zug. Der Flughafen ist ungefähr etwas über 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und ja, ein Schnellzug, der braucht 22 Minuten. Das geht natürlich ziemlich zügig, fährt alle 10 Minuten und dann sind wir auch schon da. Wir sind wieder unterwegs und zwar geht's nach Tokio. Yeah. Ja, es ist 4:50 Uhr und wir sind am Flughafen Oslo. Ja. Wir müssen jetzt durch die Sicherheitskontrolle und ja, gucken wir mal, ob die Lounge vielleicht noch auf ist, ob man da nochmal einen Blick reinkriegt sozusagen. Ja. ja. Ja, dann geht's schon direkt los. Ja. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es sehr früh ist? Ja. Nützt nichts. Wir müssen los. Also gut.
Wir sind auf dem Weg zum Gate. Es geht ja jetzt im großen Jumbo, also in der 747 von Lufthansa geht es jetzt los. Sind wir natürlich sehr gespannt. Oben haben wir die Sitzplätze im Upper Deck und ja, schauen wir mal, ne, wie es so aussieht. So, guck mal, wie viel Fensterfront wir haben. Na dann, zum Wohl. And kindly ask you to return to your seats, please, and fasten your seatbelts. Thank you. Nach langer Reise sind wir endlich in Tokio angekommen. Was wir in dieser verrückten Stadt erleben, das zeigen wir euch nächste Woche. Bleibt also dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.